Beleidigungen und Hasskommentare kennt die 23-jährige Sellin aus Mörfelden-Walldorf nur zu gut. Gerade als Influencerin auf Instagram mit tausenden Followern ist sie vielen feindseligen Kommentaren ausgesetzt. Auf Instagram höre ich eigentlich am meisten, dass die Leute halt ein Problem damit haben, wie ich mich kleide, dass ich mich halt offen kleide oder auch mal sexy kleide. Ansonsten stört es halt einfach viele Leute, dass ich einfach ganz normal offen auf Social Media so bin, wie ich bin. Aber Sellin fühlt sich wohl in ihrem Körper, sie liebt ihre Rundungen und vor allem ist sie gesund. Aber das sehen Ärzte oft anders. Sie geben Übergewichtigen häufig ein schlechtes Gefühl. Meistens wird jedes Problem direkt aufs Gewicht geschoben und das Gewicht ist mal die Ursache für alles. Und was auch ganz oft ist, egal bei welchem Arzt ich bin, dass immer am Ende noch reingedrückt wird irgendein Kommentar, dass man abnehmen soll oder dass man sich eine Magenverkleinerung machen lassen sollte, ohne dass der Arzt überhaupt meine Gesundheitsgeschichte in Bezug auf mein Gewicht kennt. Und wenn man mit einer Sportverletzung zum Beispiel hingeht, wird man auch schon halb ausgelacht, wenn man als dicke Person eine Sportverletzung haben kann. Das kann die Professorin für Verhaltensmedizin Anja Hilbert von der Uni Leipzig nur bestätigen. Sie beschäftigt sich mit der Psyche von Adipositas-Patienten und Patientinnen und ist der Meinung, Ärzte stempeln dicke Menschen ab. Im Gesundheitswesen, was da speziell gefunden wurde, ist, dass eigentlich alle ärztliche oder alle medizinischen Berufe, Gesundheitsberufe, solche stigmatisierenden Einstellungen haben. Und das kann sich negativ ausschlagen auf die Behandlung. Und das ist ein großes Problem in der Medizin, sagt der Fachanwalt für Sozialrecht Tim Christian Werner aus Frankfurt. Diese Stigmatisierung geht auf Kosten der Patienten. Ich finde halt auch erschreckend, gerade bei den Schwerstadipösen, die heißen ja Super-Obesity-Patienten, dass es also wirklich möglich ist, dass ein Krankheitsbild über Jahre auf 200 Kilogramm eskaliert und alle versagt haben auf diesem Weg. Da sind unsere Nachbarländer weiter. Also insbesondere in Österreich, in der Schweiz, geht eigentlich bei Body Mass Index 40, gehen sofort alle roten Lampen an und dann werden die Patienten noch relativ schnell operiert. Und in Deutschland ist der Durchschnitt zum OP-Zeitpunkt Body Mass Index 50 und das ist eine absolute Katastrophe, ist viel zu hoch. Er setzt sich seit fast 20 Jahren für übergewichtige Menschen ein und sagt, Adipositas werde als Lifestyle-Erkrankung gesehen, aber vor allem im nicht-chirurgischen Bereich gäbe es große Defizite. Also Stand heute haben wir noch die absurde Situation, dass eine chirurgische Therapie relativ einfach zu bekommen ist, eine nicht-chirurgische Therapie schwer zu bekommen ist. Es sollte eigentlich umgekehrt sein, weil du musst natürlich einsteigen mit Ernährungsberatung, mit Bewegungstherapie, mit Verhaltenstherapie. Aber das ist ein Problem. Diese Erfahrung hat auch Sellin gemacht. Schon als Kind haben sie und ihre Familie sich mehr Unterstützung gewünscht. Meine Mutter hat versucht, mich bei einer Reha anzumelden zum Abnehmen. Da war ich 6 Jahre alt, aber irgendwie wurde es immer wieder abgelehnt und so wirklich Unterstützung hat man da auch nicht bekommen. Das Ganze hat dann erst geklappt, als ich 18 Jahre alt war, also das ist eine sehr große Zeitspanne. Und bei einer Ernährungsberatung zum Beispiel ist das Problem, dass diese halt sehr teuer ist und man eigentlich so gut wie alles aus der Tasche zahlt. Aber das können sich halt viele Menschen auch gar nicht leisten. Die Kur, die sie mit 18 Jahren endlich genehmigt bekommt, war ein unschönes Erlebnis für Sellin. Sie erinnert sich. Es war so ein bisschen Gehirnwäsche. Es waren halt alle sehr jung und es wurde immer das vermittelt, du bist erst was wert, wenn du abnimmst. Die Vorurteile gegenüber dicken Menschen wirkten sich auf alle Lebensbereiche aus, sagt die Psychologin Anja Hilbert. Die Einstellungschancen sind schlechter, Gehalt fällt geringer aus, Chancen zur Beförderung sind auch geringer. Und insgesamt kann man sagen, dass eigentlich die überwiegende Mehrzahl an Menschen mit Adipositas Diskriminierung oder Stigmatisierung gewichtsbezogen erlebt. Das sind etwa 60%. Im Vergleich zu Normalgewichtigen, die das etwa 6%. Die Diskriminierung übergewichtiger Menschen macht aber auch krank. Sellin kennt das. Die 23-Jährige ist nach jahrelangem Hadern mit ihrem Körper in die Offensive gegangen. Der Weg zum Selbstbewusstsein war auf jeden Fall ein langer, aber es lohnt sich auf jeden Fall, ihn zu gehen. Denn allein schon, dass man sich wohlfühlt, gibt einem ein ganz neues Lebensgefühl. Und auch wenn die Leute sehen, dass man sich nicht mehr versteckt, trauen sich auch nicht mehr so viele Menschen Kommentare abzugeben. Ein mutiger Weg, den so ähnlich auch Nathalie Rosenke geht. Sie ist die Vorsitzende der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung und Kolumnistin der Süddeutschen Zeitung. Hallo, guten Abend.
Schönen guten Abend. Also mein Eindruck ist ja, die Welt ist schon ein bisschen vielfältiger geworden. Ich sehe zum Beispiel öfter curvy Models im Internet. Trügt der Schein? Wie sehen Sie das? Die Models, die wir sehen, haben meist nur ein Gewicht, das leicht über dem Durchschnitt liegt. Insofern trügt der Schein tatsächlich. Und es ist auch immer eine ganz bestimmte Körperfettverteilung erwünscht, nämlich die sogenannte Sanduhr. Wir sind also noch nicht bei kompletter Vielfalt angekommen. Viele denken ja immer, dass es umso gesünder ist, desto dünner man ist. Aber das stimmt ja gar nicht, oder? Statistisch gesehen ist es tatsächlich so, dass Menschen mit dem sogenannten Übergewicht tatsächlich länger leben. Damit ist der BMI-Bereich von 25 bis 30 gemeint. Und viele Krankheiten, die wir dem Dicksein zuschreiben, haben eigentlich ganz andere entscheidende Faktoren. Ich nehme jetzt mal den Bluthochdruck. Da wären das zum Beispiel Stress und eine genetische Veranlagung. Das heißt, dünne Menschen können genauso Bluthochdruck haben. Genau, oder man kann einen ganz hohen Cholesterinwert haben und auch ganz schlank sein. Studien zeigen, in der Medizin werden Dicke nicht gut genug untersucht, sodass zum Beispiel Tumore viel zu spät oft erkannt werden. Und sogar beim Zahnarzt werden Dicke schlechter behandelt. Haben Sie eine Erklärung dafür? Also wir wissen, dass 3/4 der Bevölkerung in Deutschland tatsächlich Vorurteile gegenüber dicken Menschen haben. Ein Vorurteil ist zum Beispiel Willensschwäche. Übertrage ich das jetzt in den Gesundheitsbereich, sprechen wir von geringer Compliance. Und das heißt, dicken Menschen werden oft bestimmte Therapieformen gar nicht erst angeboten. Dazu kommt, dass wir relativ früh sozusagen erlernen, den dicken Körper abzulehnen und damit Abtastungen seltener durchgeführt werden. Das heißt, Tumore werden schlicht später entdeckt. Interessant. Also Studenten lernen das quasi sozusagen im Studium, weil Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, die gehen erst mal ganz anders da dran, aber sie erlernen quasi im Studium, dass Dicksein sozusagen was Schlechtes ist und dadurch kommt dann eben auch so eine Ablehnung zustande. Was ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist tatsächlich, dass wir die Situation haben, dass viele Krankheiten zu spät festgestellt werden und damit die Behandlung auch deutlich später einsetzt. Das kann fatale Folgen haben, zum Beispiel bei Krebs, weil sich dann die Chancen für die Therapie, also für eine erfolgreiche Therapie, verringern. Ja, und manche mögen wahrscheinlich gar nicht mehr zum Arzt gehen, oder? Das gehört noch mit dazu, dass die Untersuchungen erstmal bereits schon vollkommen gemieden werden. Also wirklich oft gesagt wird, erst wenn der Arm abfällt, gehe ich tatsächlich in die Praxis, weil der Glauben daran fehlt, eine qualitativ gute Behandlung zu erfahren. Und am Ende macht Diskriminierung, also so wie sie auch in der gesamten Gesellschaft ist, vielleicht noch dicker. Würden Sie das auch so sehen? Diskriminierung ist vor allem ein sehr hohes Maß an Stress. Und wir kennen ja eine Reihe von negativen Auswirkungen von Stress. Dazu gehört ein verändertes Essverhalten. Das kann sich übrigens in beide Richtungen auswirken. Dazu gehört aber auch zum Beispiel, dass durch dieses Gefühl der Isolation depressive Zustände entstehen können. Und wir wissen, dass es tatsächlich höhere Fallzahlen zum Thema Suizid gibt bei dicken Kindern. Wenn wir uns jetzt noch mal auf diesen Medizinbetrieb konzentrieren, was müsste sich da Ihrer Meinung nach ändern? Wichtig wäre, dass Gesundheit als etwas Individuelles betrachtet wird. Also dass es nicht darum geht, einen Normkörper anzustreben, sondern dass wir die Menschen dort abholen, wo sie sind. Es geht also darum, ein Gesundheitsangebot zu machen für eine Person, die einen dicken Körper hat. Und wenn das einzige Angebot ist, dass wir den dünnen Körper herstellen, haben wir in Wahrheit für dicke Menschen kein Angebot im Bereich Gesundheit. Frau Rosenke, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Also was ist los mit uns? Wie intolerant sind wir, dass wir über andere Körper urteilen? Dünnere Menschen sind nicht zwangsläufig gesünder als dicke. Es gibt eine Ungleichbehandlung in der Medizin und es sollte sich ändern.